Lektion 1: Die Rechnung anfordern. Entschuldigen Sie mich. Können wir bitte den Scheck haben? Natürlich. Ich bringe es dir sofort. Ich danke dir. Ich weiß das zu schätzen. Hier ist der Scheck für dich. Brauchst du sonst noch etwas? Nein, das ist alles. Ich bin jetzt bereit zu zahlen. In Ordnung, lassen Sie mich Ihre Zahlung bearbeiten. Bevorzugen Sie Bargeld oder Karte? Ich bezahle bitte mit einer Karte. In Ordnung, bitte stecken Sie Ihre Karte in das Kartenlesegerät. Hier hast du es. Ich danke dir. Die Bearbeitung dauert nur einen Moment. Nehmen Sie sich Zeit. Keine Eile. Die Zahlung war erfolgreich. Hier ist deine Karte zurück. Ich danke dir. Kann ich bitte eine Kopie der Quittung haben? Ganz gewiss. Hier ist die Quittung als Referenz. Großartig. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Lektion 2: Erkundung der kulturellen Wunder Asiens. Hallo Anna, warst du in Asien? Letzten Monat hatte ich die tollste Reise dorthin. Hi John, nein, habe ich nicht. Das klingt unglaublich. Wo bist du hingegangen? Ich habe mehrere Länder besucht, darunter Japan, Thailand und Vietnam. Jedes hatte seinen einzigartigen Charme. Wow, das sind faszinierende Ziele. Was war dein Lieblingsteil der Reise? Es ist schwer, sich nur für einen zu entscheiden, aber die Erkundung der alten Tempel in Japan war wirklich beeindruckend. Das kann ich mir vorstellen. Die reiche Geschichte und Architektur müssen faszinierend gewesen sein. Absolut. Und in Thailand waren die pulsierenden Straßenmärkte und das köstliche Streetfood unvergesslich. Ich habe so viel über die thailändische Küche gehört. Es muss ein kulinarisches Abenteuer gewesen sein. Das war es auf jeden Fall. Ich habe verschiedene authentische Gerichte und Geschmacksrichtungen probiert, die ich noch nie zuvor erlebt hatte. Das ist fantastisch. Und was ist mit Vietnam? Was ist dir da aufgefallen? Die natürliche Schönheit der Halong-Bucht war atemberaubend. Eine Kreuzfahrt durch die Kalksteininseln war ein surreales Erlebnis. Ich habe Bilder von Halong Bay gesehen und es sieht aus wie ein Paradies auf Erden. Das ist es wirklich. Asien hat in Bezug auf Kultur, Geschichte, Natur und Küche so viel zu bieten. Ich bin inspiriert, jetzt eine Reise nach Asien zu planen. Es klingt nach einer bereichernden und augenöffnenden Erfahrung. Du wirst nicht enttäuscht sein. Jedes Land hat seine eigenen einzigartigen Schätze, die darauf warten, entdeckt zu werden. Ich kann es kaum erwarten, die kulturellen Wunder Asiens zu erkunden und meine eigenen unvergesslichen Erinnerungen zu schaffen. Ich freue mich für dich. Reisen erweitert unseren Horizont und hilft uns, die Vielfalt unserer Welt zu schätzen. Lektion 3: An der Bushaltestelle navigieren. Hallo Anna, ich gehe zur Bushaltestelle. Ist es leicht zu erkennen? Hallo John,
Ja, es ist ein großes blaues Gebäude mit einem Schild. Du darfst es nicht verpassen. Ich hab's. Ich freue mich, dass es unverwechselbar ist. Ist die Bushaltestelle normalerweise überfüllt? Vor allem in den Hauptverkehrszeiten kann es voll werden. Aber das Personal ist hilfsbereit, sodass es ihnen gut gehen wird. Das ist gut zu wissen. Ich hoffe, ich finde leicht den richtigen Bus. Mach dir keine Sorgen. Es gibt deutliche Schilder, die auf die Buslinien und Bahnsteige hinweisen. Das ist beruhigend. Wie oft fahren die Busse vom Bahnhof ab? Die Busse fahren normalerweise nach einem Fahrplan, sodass sie je nach Route alle 15 bis 30 Minuten abfahren. Das ist praktisch. Es gibt mir eine gewisse Flexibilität bei der Planung meiner Reise. Auf jeden Fall. Achten Sie nur darauf, den Fahrplan zu überprüfen, um Verspätungen oder verpasste Busse zu vermeiden. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Gibt es einen Ticketschalter am Busbahnhof? Ja, es gibt einen Ticketschalter, an dem Sie Ihr Ticket vor dem Einsteigen kaufen können. Perfekt. Ich kaufe dort mein Ticket. Gibt es noch andere Einrichtungen am Busbahnhof? Ja, es gibt Toiletten, einen Wartebereich und auch einige Geschäfte und Cafés. Das ist großartig. Ich kann mir einen Snack holen, während ich auf meinen Bus warte. Exakt. Es ist immer gut, während Ihrer Reise ein paar Erfrischungen griffbereit zu haben. Danke für all die Informationen. Du warst wirklich hilfreich. Lektion 4: Ein produktiver Arbeitstag. Hallo Anna, ich hatte einen anstrengenden Arbeitstag. Ich ging ans Telefon, schrieb Briefe, reichte Unterlagen ein und führte ein bisschen Buchhaltung. Hallo John, das klingt nach einem produktiven Tag. Es ist wichtig, organisiert zu bleiben und Aufgaben effizient zu verwalten. Absolut. Es trägt zu einem reibungslosen Arbeitsablauf bei und stellt sicher, dass alles in Ordnung ist. Ich stimme zu. Hatten Sie heute herausfordernde Aufgaben oder unerwartete Probleme? Ja, es gab ein Problem mit dem Computersystem, aber ich habe es geschafft, es zu beheben und das Problem zu beheben. Gut gemacht. Fähigkeiten zur Problemlösung sind am Arbeitsplatz wertvoll. Ich danke dir. Es war ein bisschen schwierig, aber ich bin froh, dass ich es lösen konnte. Manchmal können Herausforderungen zu persönlichem Wachstum und Lernmöglichkeiten führen. Das ist wahr. Ich glaube an kontinuierliche Verbesserung und den Erwerb neuer Fähigkeiten. Es ist eine großartige Denkweise. Haben Sie mit Kollegen an Ihren Aufgaben zusammengearbeitet? Ja, ich habe mit einem Team an einem Projekt gearbeitet. Wir haben Ideen entwickelt und uns die Verantwortung geteilt. Zusammenarbeit fördert Kreativität und bringt verschiedene Perspektiven zusammen. Exakt. Es ist erstaunlich, wie Teamwork Produktivität und Innovation steigern kann. Gab es während des Tages Pausen, um neue Energie zu tanken und zu entspannen? Ja, ich habe kurze Pausen eingelegt, um mich zu dehnen, einen Kaffee zu trinken und meinen Kopf frei zu bekommen. Pausen sind unerlässlich, um den Fokus zu behalten und Burnout zu vermeiden. Absolut.
Es hilft mir, den ganzen Tag über erfrischt und motiviert zu bleiben. Nun, es klingt, als hätten Sie einen erfüllten und produktiven Arbeitstag gehabt. Ich danke dir. Ich bemühe mich, das Beste aus jedem Tag herauszuholen und zum Erfolg des Teams beizutragen. Macht weiter so. Ihr Engagement und Ihre Arbeitsmoral sind bewundernswert. Ich schätze deine freundlichen Worte. Lassen Sie uns weiterhin nach Exzellenz in unseren Bemühungen streben. Lektion 5: Die Bedeutung des Versicherungsschutzes. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit über Versicherungen nachgedacht. Es ist wichtig für den Fall, dass etwas schief geht. Hallo John, du hast absolut recht. Versicherungen bieten finanziellen Schutz und Sicherheit. Was für Dinge deckt es ab? Ich bin mit den Details nicht sehr vertraut. Versicherungen können verschiedene Aspekte wie Gesundheit, Wohnung, Auto und sogar persönliche Gegenstände abdecken. Das ist interessant. Also, wenn ich eine Autoversicherung habe, würde sie Schäden im Falle eines Unfalls abdecken? Ja, die Autoversicherung deckt in der Regel Reparaturen oder Wiederbeschaffungskosten nach einem Unfall oder Diebstahl ab. Das ist beruhigend. Und was ist mit der Krankenversicherung? Wie funktioniert sie? Die Krankenversicherung hilft bei der Deckung von Krankheitskosten wie Arztbesuchen, Krankenhausaufenthalten und Medikamenten. Ah, ich verstehe. Es ist wichtig, unerwartete medizinische Kosten abzudecken. Absolut. Es reduziert die finanzielle Belastung und gewährleistet den Zugang zu den notwendigen Gesundheitsdienstleistungen. Gibt es andere Arten von Versicherungen, die Menschen häufig haben? Ja, viele Menschen haben auch eine Hausratversicherung, um ihr Eigentum vor Beschädigung oder Diebstahl zu schützen. Das macht Sinn. Es ist gut zu wissen, dass Versicherungen dieses Maß an Sicherheit bieten können. Darüber hinaus gibt es eine Lebensversicherung, die Angehörigen im Todesfall des Versicherungsnehmers finanzielle Unterstützung bietet. Ich hatte nicht an eine Lebensversicherung gedacht. Es ist eine Möglichkeit, auf Familienmitglieder aufzupassen. In der Tat bietet es ein Sicherheitsnetz für die Zukunft und kann bei den Ausgaben und der finanziellen Stabilität helfen. Ich weiß es zu schätzen, dass du das alles erklärst. Es ist hilfreich, die verschiedenen verfügbaren Versicherungsarten zu verstehen. Du bist willkommen. Versicherungen sind ein wichtiger Aspekt der Finanzplanung und des Risikomanagements. Absolut. Ich werde sicherstellen, dass ich die Versicherungsoptionen aussuche und den Versicherungsschutz auswähle, der meinen Bedürfnissen entspricht. Das ist eine kluge Entscheidung. Es ist immer besser, auf das Unerwartete vorbereitet zu sein. Vielen Dank für Ihre Anleitung. Ich werde die notwendigen Schritte unternehmen, um einen angemessenen Versicherungsschutz sicherzustellen. Lektion 6: Preise vergleichen, jenseits physischer Geschäfte. Hallo Anna, ich habe versucht, die besten Preise für einen neuen Laptop zu finden. Wo kann ich die Preise außer in physischen Geschäften noch vergleichen? Hallo John, es macht Sinn, andere Optionen zu erkunden. Online-Plattformen und Preisvergleichswebsites sind gute Ausgangspunkte. Das ist eine gute Idee. Welche Online-Plattformen empfehlen Sie,
um Preise zu vergleichen. Zu den beliebten gehören Amazon, eBay und Online-Händler wie Best Buy und Walmart. Ich werde mir die ansehen. Gibt es spezielle Preisvergleichswebsites, die Sie vorschlagen können? Sicher, Websites wie Preisgraber, Google Shopping und Shopzilla können Ihnen helfen, Preise in mehreren Online-Shops zu vergleichen. Das ist praktisch. Ich kann leicht Preise vergleichen, ohne jedes Geschäft einzeln zu besuchen. Exakt. Das spart Zeit und ermöglicht es Ihnen, die besten Angebote ohne großen Aufwand zu finden. Gibt es noch andere Möglichkeiten, Preise effektiv zu vergleichen? Vergessen Sie nicht die mobilen Apps. Viele Einzelhändler haben ihre eigenen Apps, die Preisvergleiche und exklusive Rabatte bieten. Das war mir nicht bewusst. Mobile-Apps wären praktisch, um unterwegs Preise zu vergleichen. In der Tat bieten sie Komfort und Echtzeitinformationen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Danke für die Vorschläge. Ich werde diese Optionen prüfen, um das beste Angebot für den gewünschten Laptop zu finden. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, auch Faktoren wie Versandkosten und Kundenrezensionen zu berücksichtigen. Das ist ein gutes Argument. Ich werde all diese Faktoren berücksichtigen, bevor ich einen Kauf tätige. Kluge Entscheidung. Es ist wichtig, eine fundierte Entscheidung zu treffen und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Absolut. Ich schätze Ihre Anleitung. Es ist immer gut, Optionen zu haben, wenn man Preise vergleicht. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach dem perfekten Laptop zu einem günstigen Preis. Ich danke dir. Ihr Rat war wertvoll. Ich beginne sofort mit der Suche. Lektion 7: Die Erfindung des Phonographen. Hallo Anna, wusstest du, dass, als Edison dieses Gerät 1877 erfand, es das erste Mal war, dass jemand Ton aufnehmen und abspielen konnte? Hallo John, ja, es war eine bahnbrechende Erfindung. Der Phonograph hat die Art und Weise, wie wir Audio erleben und speichern, revolutioniert. Das ist unglaublich. Wie hat der Phonograph funktioniert? Der Phonograph hatte einen rotierenden Zylinder mit Rillen. Ein Stift zeichnete die Rillen nach und wandelte Schallschwingungen in physische Abdrücke um. Also würden die Abdrücke auf dem Zylinder den Ton wiedergeben, wenn er abgespielt wird? Exakt. Der Stift würde den Abdrücken folgen, vibrieren und den aufgenommenen Ton wiedergeben. Das ist faszinierend. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Leute damals auf diese Innovation reagiert haben müssen. Es war in der Tat ein Wunder. Die Leute waren erstaunt über die Fähigkeit, Geräusche, einschließlich Musik und gesprochener Worte, aufzunehmen und wiederzugeben. Ich verstehe warum. Es muss eine ganz neue Welt von Möglichkeiten eröffnet haben. Absolut. Der Phonograph legte den Grundstein für die Entwicklung der heutigen Technologien zur Audioaufnahme und Wiedergabe. Es ist unglaublich, wie weit wir seitdem gekommen sind. Wir haben jetzt fortschrittliche Geräte für Musik und Audiostreaming.
Die Technologie hat sich sicherlich weiterentwickelt und Audio für alle zugänglicher und bequemer gemacht. Gibt es weitere bedeutende Erfindungen, die auf den Phonographen folgten? Ja, der Phonograph bereitete die Voraussetzungen für die Entwicklung anderer Audiogeräte wie des Grammophons und schließlich des modernen Plattenspielers. Der Phonograph ebnete also den Weg für die Entwicklung der Musikplayer. Genau. Es war ein Sprungbrett in Richtung der Geräte, die wir heute verwenden, um Musik- und Audioaufnahmen zu genießen. Ich finde die Geschichte der Audiotechnologie faszinierend. Es ist erstaunlich zu sehen, wie alles mit dem Phonographen begann. Es ist ein Beweis für menschliche Innovation und unseren Wunsch, Klang auf neue und aufregende Weise einzufangen und zu erleben. Absolut. Ich bin dankbar für Erfinder wie Edison, die die Grenzen des Machbaren überschritten haben. Ihre Beiträge haben die Welt geprägt, in der wir heute leben. Wir haben ihrem Einfallsreichtum und ihrer Ausdauer viel zu verdanken. Vielen Dank, dass Sie diese Informationen geteilt haben. Es war aufschlussreich, mehr über die Ursprünge der Audioaufnahme zu erfahren. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich diesen faszinierenden Teil der Geschichte mit Ihnen teilen konnte. Ich weiß das zu schätzen. Es ist immer interessant, in die Geschichten hinter bahnbrechenden Erfindungen einzutauchen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder andere Themen erkunden möchten, können Sie diese gerne stellen. Ich danke dir. Das behalte ich im Hinterkopf. Ich freue mich darauf, mein Wissen weiter zu erweitern. Das ist der Geist. Lernen ist eine lebenslange Reise. Viel Spaß beim Erkunden und Entdecken. Das werde ich. Nochmals vielen Dank für Ihre Erkenntnisse und Ihre Ermutigung. Lektion 8: Herausforderungen und Notfallpläne. Hallo Anna, warst du schon einmal mit Herausforderungen konfrontiert, bei denen ein Notfallplan entscheidend war? Hallo John, absolut. Notfallpläne sind unerlässlich, wenn unerwartete Hindernisse auftreten. Können Sie mir ein Beispiel für eine Situation geben, in der ein Notfallplan den Tag gerettet hat? Sicher, nehmen wir an, Sie organisieren eine Veranstaltung im Freien und plötzlicher Regen droht, sie zu ruinieren. Einen zusätzlichen Veranstaltungsort im Innenbereich zu haben, wäre ein Lebensretter. Das macht Sinn. Es ist wichtig, alternative Optionen zur Risikominderung in Betracht zu ziehen. Exakt. Die Planung für unerwartete Szenarien hilft dabei, die Auswirkungen von Herausforderungen auf Ihre Ziele zu minimieren. Gibt es noch andere Fälle, in denen ein Notfallplan von Vorteil wäre? Nehmen wir an, Sie arbeiten an einem Projekt mit einer engen Frist. Ein Backup-Teammitglied für den Fall, dass jemand krank wird, sorgt für Kontinuität. Eine Ersatzperson stellt sicher, dass das Projekt nicht aufgrund unvorhergesehener Umstände zum Stillstand kommt. Genau. Es geht darum, auf das Unerwartete vorbereitet zu sein und Lösungen zu haben, um die Dinge auf Kurs zu halten. Welche Schritte können wir unternehmen, um einen effektiven Notfallplan zu entwickeln? Identifizieren Sie zunächst potenzielle Risiken und Herausforderungen, die auftreten könnten. Führen Sie dann ein Brainstorming über alternative Ansätze oder Lösungen für jedes Szenario durch. Es geht also darum,
verschiedene Möglichkeiten zu antizipieren und für jede einen Plan B zu haben? Ja, mehrere Backup-Optionen erhöhen Ihre Chancen, unvorhergesehene Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Das ist eine gute Strategie. Sie vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Zuversicht bei Unsicherheiten. Absolut. Es hilft Ihnen, angesichts unerwarteter Ereignisse proaktiv und anpassungsfähig zu bleiben. Gibt es noch etwas, das wir bei der Erstellung eines Notfallplans berücksichtigen sollten? Kommunikation ist lebenswichtig. Stellen Sie sicher, dass alle am Projekt oder an der Veranstaltung Beteiligten die Backup-Pläne und ihre Rolle bei deren Ausführung kennen. Eine klare Kommunikation stellt sicher, dass alle auf derselben Wellenlänge sind und bei Bedarf schnell handeln können. Genau. Es minimiert Verwirrung und ermöglicht eine koordinierte Reaktion auf Herausforderungen. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Ein Notfallplan scheint in verschiedenen Lebensbereichen von entscheidender Bedeutung zu sein. Du bist willkommen. In der Tat ist es ein wertvolles Instrument, um Risiken zu managen und Fortschritte bei der Erreichung unserer Ziele aufrechtzuerhalten. Ich werde sicherstellen, dass die Notfallplanung in meine zukünftigen Bemühungen einbezogen wird. Das ist eine wertvolle Lektion. Das ist toll zu hören. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein, als überrascht zu werden. Absolut. Nochmals vielen Dank für Ihre Beratung und Ihr Fachwissen. Es ist mir ein Vergnügen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. Das weiß ich zu schätzen. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich weitere Informationen benötige. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 9: Alternativen erkunden. Hallo Anna, wenn ich es nicht zum Meeting schaffe, kann ich dann noch etwas tun? Es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Hallo John, überhaupt kein Problem. Wenn du nicht teilnehmen kannst, könntest du vielleicht eine ausführliche E-Mail schicken, in der du deine Gedanken oder Ideen zusammenfasst. Das ist ein toller Vorschlag. Ich kann immer noch etwas beitragen, auch wenn ich nicht persönlich da sein kann. Absolut. Ihr Beitrag ist wertvoll, und es ist wichtig, alternative Möglichkeiten zur Teilnahme zu finden. Danke für Ihr Verständnis. Es ist gut zu wissen, dass es Optionen gibt, wenn unerwartete Umstände eintreten. Auf jeden Fall. Es ist immer hilfreich, in verschiedenen Situationen Backup-Pläne oder alternative Ansätze zu haben. Gibt es noch andere Fälle, in denen die Suche nach Alternativen von Vorteil sein könnte? Nehmen wir an, Sie planen einen Urlaub und Ihr bevorzugtes Reiseziel ist ausgebucht. Die Suche nach anderen ähnlichen Reisezielen könnte eine gute Alternative sein. Wenn wir also offen für Alternativen sind, können wir uns anpassen und geeignete Optionen finden. Exakt. Es erweitert unsere Möglichkeiten und hilft uns, Lösungen zu finden, wenn unsere erste Wahl nicht verfügbar ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Erforschung von Alternativen zu neuen Möglichkeiten und Erfahrungen führen kann. In der Tat kann Flexibilität und Aufgeschlossenheit zu unerwarteten Entdeckungen und positiven Ergebnissen führen. Welche Schritte können wir unternehmen, um Alternativen effektiv zu erkunden? Identifizieren Sie zunächst Ihr primäres Ziel oder Ihre Zielsetzung.
Überlegen Sie sich dann verschiedene Wege oder Optionen, die Ihnen helfen können, dieses Ziel zu erreichen. Es geht also darum, verschiedene Ansätze in Betracht zu ziehen, die zum gleichen gewünschten Ergebnis führen können? Ja, es geht darum, kreativ und einfallsreich zu sein und verschiedene Wege zu finden, um Ihr Ziel zu erreichen. Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Es ermöglicht uns, uns anzupassen und Herausforderungen zu bewältigen. Absolut. Es hilft uns, Unsicherheiten zu überwinden und Lösungen zu finden, die für uns funktionieren. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Die Erforschung von Alternativen ist eine wichtige Denkweise. Du bist willkommen. Flexibilität zu nutzen und verschiedene Optionen in Betracht zu ziehen, kann unsere Fähigkeiten zur Problemlösung erheblich verbessern. Das werde ich im Hinterkopf behalten und versuchen, in Zukunft offener für Alternativen zu sein. Das ist eine wertvolle Lektion. Das ist toll zu hören. Es eröffnet neue Möglichkeiten und erhöht Ihre Erfolgschancen. Ich schätze Ihre Beratung und Ihr Fachwissen. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Das Vergnügen liegt bei mir. Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden. Ich danke dir. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 10: Ruhig bleiben und Anweisungen befolgen. Hallo Anna, ich war überrascht, wie wichtig es ist, ruhig zu bleiben und Anweisungen zu befolgen. Hallo John, in der Tat kann es in verschiedenen Situationen entscheidend sein, ruhig zu bleiben und Anweisungen zu befolgen. Können Sie mir ein Beispiel nennen, bei dem es einen Unterschied gemacht hat, ruhig zu bleiben und Anweisungen zu befolgen? Sicher, nehmen wir an, Sie befinden sich in einer Krisensituation. Wenn Sie ruhig bleiben, können Sie klar denken und Notfallprotokolle effektiv befolgen. Also ruhig zu bleiben und Anweisungen zu befolgen, kann dazu beitragen, unsere Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Absolut. Es hilft, die Ordnung aufrechtzuerhalten und ermöglicht eine koordinierte Reaktion auf herausfordernde Situationen. Gibt es noch andere Fälle, in denen es wichtig ist, ruhig zu bleiben und Anweisungen zu befolgen? Betrachten wir eine Unterrichtsumgebung. Wenn ein Lehrer Anweisungen gibt, sorgt das aufmerksame Befolgen dieser Anweisungen für ein reibungsloses Lernerlebnis für alle. Ich verstehe. Indem wir die Anweisungen befolgen, können wir Verwirrung vermeiden und das Beste aus der Lernmöglichkeit herausholen. Genau. Es hilft, ein strukturiertes Umfeld zu schaffen, in dem jeder von der Lektion profitieren kann. Welche Schritte können wir unternehmen, um ruhig zu bleiben und Anweisungen effektiv zu befolgen? Atme zuerst tief durch und konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment. Hören Sie sich dann die Anweisungen genau an und bitten Sie bei Bedarf um Klarstellungen. Es geht also darum, achtsam zu sein und sich aktiv mit den gegebenen Anweisungen auseinanderzusetzen. Ja, aufmerksam zu sein und im Moment präsent zu sein, kann dir helfen, Anweisungen zu verstehen und genau zu befolgen. Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Es ermöglicht uns, bei verschiedenen Aufgaben effizienter und effektiver zu sein. Absolut. Es fördert ein positives Lern- und Arbeitsumfeld. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Ruhig zu bleiben und Anweisungen zu befolgen, ist für den Erfolg unerlässlich. Du bist willkommen.
Es ist eine Fähigkeit, von der wir in vielen Bereichen des Lebens profitieren können. Ich werde bei meinen täglichen Aktivitäten darauf achten, ruhig zu bleiben und Anweisungen zu befolgen. Das ist eine wertvolle Lektion. Das ist toll zu hören. Es wird Ihre Leistung verbessern und zu Ihrem persönlichen und beruflichen Wachstum beitragen. Ich schätze Ihre Beratung und Ihr Fachwissen. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Das Vergnügen liegt bei mir. Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. Ich danke dir. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich weitere Informationen benötige. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 11: Risiken annehmen und Chancen nutzen. Hallo Anna, mit den tiefsten Freuden des Lebens vor dir, hast du hier alles riskiert. Was hat dich dazu gebracht, einen so mutigen Schritt zu tun? Hallo John, manchmal ergeben sich die größten Chancen darin, kalkulierte Risiken einzugehen und unsere Komfortzonen zu verlassen. Können Sie mir ein Beispiel für eine Situation geben, in der das Eingehen von Risiken zu großen Belohnungen führte? Sicher, nehmen wir an, Sie haben eine innovative Geschäftsidee. Das Risiko einzugehen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, kann zu enormem Erfolg und Erfüllung führen. Also indem wir Risiken eingehen, öffnen wir uns neuen Möglichkeiten und potenziellen Gewinnen. Absolut. Es erfordert Mut und die Bereitschaft, sich Ungewissheit zu stellen, aber die Belohnungen können außergewöhnlich sein. Gibt es noch andere Lebensbereiche, in denen es von Vorteil sein kann, Risiken einzugehen? Lassen Sie uns das persönliche Wachstum in Betracht ziehen. Das Ausprobieren neuer Erfahrungen oder das Verfolgen herausfordernder Ziele kann zur Selbstfindung und zur persönlichen Entwicklung führen. Ich verstehe. Indem wir Risiken eingehen, erlauben wir uns, über unsere derzeitigen Grenzen hinauszuwachsen und zu expandieren. Genau. Es geht darum, Grenzen zu überschreiten und unser volles Potenzial auszuschöpfen. Welche Maßnahmen können wir ergreifen, um Risiken effektiv zu erkennen und Chancen zu nutzen? Bewerten Sie zunächst die potenziellen Risiken und Chancen. Sammeln Sie dann Informationen, erstellen Sie einen Plan und ergreifen Sie mit Zuversicht Maßnahmen. Es geht also darum, vorbereitet zu sein und fundierte Entscheidungen zu treffen, bevor man den Sprung wagt. Ja, das Eingehen kalkulierter Risiken erhöht unsere Erfolgschancen und minimiert mögliche negative Folgen. Das ist eine wertvolle Denkweise. Es ermutigt uns, proaktiv zu sein und Chancen zu nutzen, wenn sie sich ergeben. Absolut. Es ermöglicht uns, die Chancen, die sich uns bieten, optimal zu nutzen. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Risiken anzunehmen und Chancen zu nutzen, ist ein starkes Konzept. Du bist willkommen. Es kann zu einem Leben voller Aufregung, Wachstum und Erfüllung führen. Ich werde das im Hinterkopf behalten und offen dafür sein, Risiken einzugehen, um meine Ziele zu verfolgen. Das ist eine wertvolle Lektion. Das ist toll zu hören. Das Eingehen von Risiken kann zu außergewöhnlichen Erfahrungen und Erfolgen führen. Ich schätze Ihre Beratung und Ihr Fachwissen. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Das Vergnügen liegt bei mir. Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Ich danke dir. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich weitere Informationen benötige. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 12: Souveränität und Zusammenarbeit in Einklang bringen. Hallo Anna, hätten wir zu einem viel früheren Zeitpunkt etwas Souveränität aufgegeben, wenn wir von Anfang an dabei gewesen wären, hätten wir bessere Ergebnisse erzielen müssen. Was sind deine Gedanken dazu? Hallo John, in der Tat kann das Finden des richtigen Gleichgewichts zwischen Souveränität und Zusammenarbeit in verschiedenen Situationen zu günstigeren Ergebnissen führen. Können Sie ein Beispiel nennen, bei dem eine frühzeitige Zusammenarbeit und gemeinsame Souveränität von Vorteil gewesen wären? Klar, nehmen wir an, wir arbeiten an einem Teamprojekt. Indem wir von Anfang an zusammenarbeiten und die Entscheidungsbefugnis teilen, können wir unterschiedliche Perspektiven nutzen und qualitativ hochwertigere Ergebnisse erzielen. Wenn wir also auf Zusammenarbeit setzen und einen Teil der Kontrolle aufgeben, können wir kollektives Wissen nutzen und unsere Ergebnisse verbessern. Absolut. Es fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl, fördert die Kreativität und erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit. Gibt es noch andere Kontexte, in denen ein Gleichgewicht zwischen Souveränität und Zusammenarbeit wichtig ist? Lassen Sie uns die internationalen Beziehungen betrachten. Diplomatie zu betreiben und Allianzen zu bilden, erfordert oft, dass Länder Kompromisse eingehen und ihre Souveränität zum Wohle der Allgemeinheit teilen. Ich verstehe. Durch Zusammenarbeit und gemeinsame Souveränität können Nationen globale Herausforderungen effektiver angehen. Genau. Es geht darum, die Vernetzung unserer Welt und die Vorteile kollektiven Handelns anzuerkennen. Welche Schritte können wir unternehmen, um ein Gleichgewicht zwischen Souveränität und Zusammenarbeit herzustellen? Es beginnt mit einer offenen Kommunikation und der Bereitschaft, sich verschiedene Perspektiven anzuhören. Dann geht es darum, Gemeinsamkeiten zu Es geht finden also und für darum, beide den Seiten Dialog zu vorteilhafte fördern, Vereinbarungen zu Vertrauen treffen. aufzubauen und nach Win-Win-Lösungen zu suchen. Ja, es erfordert eine kooperative Denkweise und einen Fokus auf langfristige Vorteile gegenüber kurzfristigen Gewinnen. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Es fördert die Zusammenarbeit und ermöglicht Fortschritte auf breiterer Ebene. Absolut. Es ebnet den Weg für Innovation, gemeinsamen Wohlstand und nachhaltige Entwicklung. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Das Gleichgewicht zwischen Souveränität und Zusammenarbeit ist für den kollektiven Erfolg unerlässlich. Du bist willkommen. Es ist ein Konzept, das auf verschiedenen Ebenen zu positiven Ergebnissen führen kann. Ich werde das im Hinterkopf behalten und mich bemühen, bei meinen Bemühungen das richtige Gleichgewicht zwischen Souveränität und Zusammenarbeit zu finden. Das ist eine wertvolle Lektion. Das ist toll zu hören. Es wird zu ihrem Wachstum und ihrer Effektivität in verschiedenen Lebensbereichen beitragen. Ich schätze Ihre Beratung und Ihr Fachwissen. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Lektion 13: Aufbau einer produktiven Morgenroutine. Hallo Anna, klein anzufangen und nach Aktivitäten hinzuzufügen, ist eine großartige Möglichkeit, eine produktive Morgenroutine zu etablieren. Was sind deine Gedanken dazu? Hallo John, ich stimme vollkommen zu. Eine gut strukturierte Morgenroutine gibt den Ton für den Rest des Tages an. Mit welchen Aktivitäten würdest du beginnen, um eine produktive Morgenroutine zu starten? Ich schlage vor,
mit einfachen Aufgaben wie denen Hydratation und der Festlegung von Tagesvorsätzen zu beginnen. A. Durch die Einbeziehung dieser Aktivitäten können wir unser körperliches und geistiges Wohlbefinden von Anfang an verbessern. Absolut. Es hilft uns, uns erfrischt, konzentriert und bereit zu fühlen, die Herausforderungen des Tages anzunehmen. Gibt es noch andere Aktivitäten, die wir unserer Morgenroutine schrittweise hinzufügen können, um maximale Effektivität zu erzielen? Ja, wenn wir uns mit den ersten Aktivitäten vertraut gemacht haben, können wir Dinge wie Meditation, Bewegung oder Lesen hinzufügen. Ich verstehe. Indem wir unsere Routine schrittweise erweitern, können wir Gewohnheiten entwickeln, die das persönliche Wachstum und die Produktivität fördern. Genau. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Aktivitäten zu finden, die uns Energie geben, und denen, die zu unseren Zielen beitragen. Welche Vorteile können wir von einer gut strukturierten Morgenroutine erwarten? Eine produktive Morgenroutine kann unsere Gesamtproduktivität steigern, die geistige Klarheit verbessern und den Stress reduzieren. Das klingt fantastisch. Es ist unglaublich, wie sich ein paar einfache Aktivitäten so positiv auswirken können. Absolut. Kleine Veränderungen in unserer Morgenroutine können zu erheblichen Veränderungen unseres allgemeinen Wohlbefindens führen. Welche Tipps haben Sie, um unsere Morgenroutine konsistent zu halten? Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen und sich an die Routine zu halten. Es kann hilfreich sein, eine bestimmte Zeit festzulegen und ein unterstützendes Umfeld zu schaffen. Es geht also darum, eine Gewohnheit zu entwickeln und bewusst daran festzuhalten. Ja, Beständigkeit ist der Schlüssel, um die Vorteile einer produktiven Morgenroutine zu nutzen. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Der Aufbau einer produktiven Morgenroutine ist eine wertvolle Übung. Du bist willkommen. Es ist eine einfache, aber wirkungsvolle Art, unseren Tag auf dem richtigen Fuß zu beginnen. Ich werde diese Vorschläge auf jeden Fall in meine Morgenroutine aufnehmen. Es ist eine Lektion, die es wert ist, umgesetzt zu werden. Das ist toll zu hören. Ich bin zuversichtlich, dass sich dies positiv auf Ihr tägliches Leben auswirken wird. Ich schätze Ihre Beratung und Ihr Fachwissen. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Lektion 14: Grundlegendes zu Durchsuchungsbefehlen und Datenschutz. Hallo Anna, Durchsuchungsbefehle sind entscheidend, um Menschen vor willkürlichen Eingriffen der Polizei in ihr Eigentum zu schützen. Was sind deine Gedanken dazu? Hallo John, ich stimme vollkommen zu. Durchsuchungsbefehle stellen sicher, dass die Strafverfolgungsbehörden die Datenschutzrechte respektieren. Können Sie erklären, was ein Durchsuchungsbefehl ist und wie er funktioniert? Ein Durchsuchungsbefehl ist ein von einem Richter ausgestelltes Rechtsdokument, das die Polizei ermächtigt, einen bestimmten Ort nach Beweisen für eine Straftat zu durchsuchen. A. Es ist also eine Schutzmaßnahme, um ungerechtfertigte Durchsuchungen zu verhindern und Einzelpersonen vor unangemessenen Eingriffen zu schützen. Exakt. Es stellt sicher, dass Suchanfragen auf wahrscheinlichen Gründen basieren und von einer unabhängigen Behörde genehmigt werden. Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Durchsuchungsbefehl ausgestellt wird? In der Regel muss die Polizei einem Richter nachweisen, dass ein wahrscheinlicher Grund zu der Annahme besteht, dass ein Verbrechen begangen wurde, und dass Beweise für das Verbrechen an dem angegebenen Ort gefunden werden können. Ich verstehe.
Es muss also eine vernünftige Grundlage für die Durchsuchung geben, die durch Beweise oder zuverlässige Informationen gestützt wird. Ja, der 4. Zusatzartikel der US-Verfassung schützt vor unangemessenen Durchsuchungen und erfordert einen Haftbefehl, der auf einem wahrscheinlichen Grund beruht. Gibt es Ausnahmen von der Anforderung eines Durchsuchungsbefehls? Ja, es gibt einige Ausnahmen, zum Beispiel wenn eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht oder wenn Beweise offensichtlich sind. Das macht Sinn. In bestimmten dringenden Situationen müssen die Strafverfolgungsbehörden umgehend handeln, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Genau. Diese Ausnahmen sind jedoch sorgfältig definiert, um Machtmissbrauch zu verhindern. Was passiert, wenn die Polizei ohne gültigen Haftbefehl eine Durchsuchung durchführt? Wenn eine Durchsuchung ohne gültigen Haftbefehl durchgeführt wird oder nicht unter die Ausnahmen fällt, können die erlangten Beweise vor Gericht als unzulässig erachtet werden. Es ist also wichtig, dass die Polizei die richtigen Verfahren einhält, um die Integrität des Gerichtsverfahrens zu schützen. Absolut. Die Wahrung der Grundsätze eines ordnungsgemäßen Verfahrens und der Schutz der individuellen Rechte sind von entscheidender Bedeutung. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse geteilt haben. Das Verständnis von Durchsuchungsbefehlen und der Privatsphäre ist für eine gerechte Gesellschaft unerlässlich. Du bist willkommen. Es ist wichtig, dass sich jeder seiner Rechte und der geltenden Schutzmaßnahmen bewusst ist. Ich werde diese Prinzipien auf jeden Fall berücksichtigen und mich für den Schutz der Privatsphäre einsetzen. Das ist toll zu hören. Wissen und Bewusstsein sind wirksame Instrumente zum Schutz unserer Rechte. Ich schätze Ihre Beratung und Ihr Fachwissen. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Lektion 15: Ein geeignetes Zimmer buchen. Hallo Anna, weißt du, wie man ein passendes Zimmer bucht? Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Hallo John, ja, ich brauche einen Raum, der für ein Geschäftstreffen geeignet ist. Kannst du mir dabei helfen? Unbedingt. Was sind deine Vorlieben für das Zimmer? Haben Sie spezielle Anforderungen? Ich würde ein geräumiges Zimmer mit Konferenztisch und audiovisueller Ausrüstung bevorzugen. Großartig. Wie viele Personen werden an dem Treffen teilnehmen? Wir erwarten etwa 12 Teilnehmer, daher sollte der Raum für diese Anzahl ausreichend Platz bieten. Vermerkt. Und für welches Datum und welche Uhrzeit möchten Sie das Zimmer buchen? Wir benötigen das Zimmer für nächsten Montag von 9 Uhr bis 13 Uhr. Verstanden. Lassen Sie mich unsere Verfügbarkeit für diesen Tag und diese Uhrzeit überprüfen. Ich danke dir. Danke für Ihre Hilfe. Gute Neuigkeiten. Wir haben einen geeigneten Raum für Ihr Meeting an diesem Tag zur Verfügung. Das ist fantastisch. Können Sie mir bitte die Details und die Kosten mitteilen? Ganz gewiss. Das Zimmer befindet sich im 5. Stock und die Kosten für die vierstündige Buchung betragen 150 US-Dollar. Das funktioniert gut für uns. Bitte buchen Sie das Zimmer für uns. Das werde ich tun. Ich bestätige die Buchung und sende Ihnen die Details per E-Mail.
Perfekt. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich freue mich auf die Bestätigung. Du bist willkommen. Es war mir eine Freude, Ihnen zu helfen. Sie erhalten die Bestätigung in Kürze. Lektion 1: Erkundung anspruchsvoller Wanderwege. Hallo Anna, bist du schon einmal den steilen Pfad in der nahegelegenen Bergkette gewandert? Hi John, nein, habe ich nicht. Wow, das klingt intensiv. Wie hast du es gefunden? Es war eine ziemliche Herausforderung, aber die atemberaubende Aussicht auf dem Weg hat sich gelohnt. Das klingt unglaublich. Ich wollte schon immer mal eine solche herausfordernde Wanderung ausprobieren. Es ist definitiv eine großartige Möglichkeit, ihre Grenzen zu überschreiten und sich mit der Natur zu verbinden. Bist du bereit für das Abenteuer? Unbedingt. Ich bin immer bereit, neue Dinge auszuprobieren und Outdoor-Aktivitäten zu genießen. Das ist der Geist. Stellen Sie nur sicher, dass Sie mit der richtigen Wanderausrüstung und ausreichend Wasser gut vorbereitet sind. Natürlich geht Sicherheit vor. Ich werde sicherstellen, dass ich alles Nötige einpacke und während der gesamten Wanderung ausreichend Flüssigkeit zu mir nehme. Es ist auch wichtig, dass Sie Ihr Tempo einhalten und bei Bedarf Pausen einlegen. Höre auf deinen Körper und genieße die Reise. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es geht nicht nur darum, das Ziel zu erreichen, sondern auch den Prozess zu genießen. Exakt. Wandern ist nicht nur körperlich herausfordernd, sondern auch geistig erfrischend und belebend. Ich kann mir vorstellen, wie erfüllend es sein muss, einen schwierigen Weg zu überwinden und von der Schönheit der Natur umgeben zu sein. Es ist wirklich eine unglaubliche Erfahrung. Sie werden ein Gefühl der Erfüllung und eine tiefe Verbundenheit mit der Natur spüren. Ich kann es kaum erwarten, mich auf dieses Abenteuer einzulassen. Danke, dass du mich inspiriert hast, herausfordernde Wanderwege zu erkunden. Du bist willkommen. Die Natur hat so viel zu bieten und es ist wunderbar, diese Erfahrungen mit anderen zu teilen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns die Schönheit der Natur genießen und uns dabei selbst herausfordern. Absolut. Auf viele unvergessliche Wanderungen und die Freude, neue Horizonte zu entdecken. Lektion 17: Effizientes Verpacken. Hey Anna, effizient zu packen ist auf Reisen entscheidend. Hast du irgendwelche Tipps? Hallo John, ja, auf jeden Fall. Eine Packliste zu haben hilft, organisiert zu bleiben. Das ist eine tolle Idee. Welche Artikel sollten auf der Packliste stehen? Beginnen Sie mit wichtigen Dingen wie Kleidung, Toilettenartikeln und Reisedokumenten. Sollte ich spezielle Kleidung für unterschiedliche Wetterbedingungen einpacken? Ja, berücksichtigen Sie das Klima Ihres Reiseziels und packen Sie entsprechend. Irgendwelche Vorschläge zur Maximierung des Platzes im Koffer? Rollen Sie Ihre Kleidung zusammen, anstatt sie zu falten, um Platz zu sparen. Guter Tipp. Was ist mit Toilettenartikeln und Flüssigkeiten? Verwenden Sie Behälter in Reisegröße und packen Sie sie für einfache Sicherheitskontrollen in eine durchsichtige Tasche mit Reißverschluss. Ich vergesse immer etwas. Wie kann ich das vermeiden?
Erstellen Sie eine Checkliste und markieren Sie die Artikel, während Sie sie verpacken. Das ist eine clevere Art, organisiert zu bleiben. Irgendwelche anderen Tipps zum Packen? Packen Sie vielseitige Artikel ein, die gemischt und kombiniert werden können, um verschiedene Outfits zu kreieren. Das macht Sinn. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke. Lektion 18: Wohnungssuche. Hallo Anna. Eine Wohnung mit Balkon zu finden wäre ein netter Bonus, findest du nicht? Hallo John, stimme zu. Es wäre toll, etwas Platz im Freien zu haben. Und wie wäre es mit einem Fitnessstudio im Gebäude? Das würde uns eine separate Mitgliedschaft ersparen. Absolut. Ein Fitnessstudio wäre praktisch und würde uns helfen, aktiv zu bleiben. Welche anderen Annehmlichkeiten sind Ihrer Meinung nach in einer Wohnung wichtig? Ein Parkplatz, eine Wäscherei und ein sicherer Eingang wären auf meiner Liste. Gute Punkte. Der Standort ist ebenfalls entscheidend. Irgendwelche Vorlieben für die Nachbarschaft? Ich würde ein Viertel mit einfachem Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Annehmlichkeiten bevorzugen. Das macht Sinn. Wir sollten auch die Größe und den Grundriss der Wohnung berücksichtigen. Auf jeden Fall. Wir brauchen genug Platz für unsere Möbel und eine funktionale Raumaufteilung. Wie steht's mit dem Budget? Was ist eine komfortable Reichweite für uns? Lassen Sie uns ein Budget anstreben, das es uns ermöglicht, Miete und andere Ausgaben bequem zu decken. Einverstanden. Wir sollten auch alle zusätzlichen Kosten wie Nebenkosten und Wartung berücksichtigen. Absolut. Es ist wichtig, ein klares Verständnis aller damit verbundenen Kosten zu haben. Stimmt. Lassen Sie uns mit der Wohnungssuche beginnen und diese Überlegungen berücksichtigen. Klingt nach einem Plan. Lass uns unsere perfekte Wohnung finden. Viel Glück! Ich danke dir. Danke für deine Unterstützung. Bleiben wir positiv und finden wir unseren Traumort. Lektion 19: Hotelservice. Hey Anna, ich brauche ein paar zusätzliche Handtücher und Toilettenartikel in meinem Zimmer. Kannst du helfen? Hallo John, notiert. Ich werde dafür sorgen, dass diese auch auf Ihr Zimmer gebracht werden. Ich danke dir. Danke für Ihre Hilfe. Du bist willkommen. Es ist mir eine Freude, Ihnen zu helfen. Übrigens, bieten Sie in diesem Hotel einen Zimmerservice an? Ja, das tun wir. Sie können aus der Speisekarte in Ihrem Zimmer bestellen und es sich liefern lassen. Das ist praktisch. Vielleicht bestelle ich heute Abend später Abendessen. Gute Wahl. Unser Zimmerservice-Menü bietet eine Vielzahl köstlicher Optionen. Gibt es Restaurants oder Cafés in der Nähe, die Sie empfehlen würden? Ja, es gibt mehrere gute Optionen, die zu Fuß erreichbar sind. Ich kann Empfehlungen geben. Das wäre hilfreich. Ich würde gerne die lokale Küche erkunden. Ich stelle Ihnen gerne eine Liste mit empfohlenen Restaurants zur Verfügung.
Ich danke dir. Ihre Hilfe ist von unschätzbarem Wert.